Dzień dobry. So, wir sind jetzt heute bei Tag 5 unserer Reise. Bisher lief alles ganz gut. Heute haben wir noch richtig guten Wind. Also vor allem bläst der Wind jetzt von hinten. Das heißt, wir kommen schnell und vor allem auch ruhig an. Unser nächstes Ziel wäre Kolberg. Das ist, ich glaube, die letzte große Stadt oder Hafen vor Danzig. Und bisher sieht es so aus, als wäre es dann 2 Tage komplett Flaute. Und dass wir vielleicht sogar nicht weiterkommen. Das heißt, es wäre natürlich Deluxe, wenn wir in der größeren Stadt stecken bleiben. Dann können wir natürlich viel mehr machen. In die Stadt gehen, ein bisschen flanieren, shoppen, Sachen vielleicht auch besorgen. Ja, vielleicht gibt es auch einen Baumarkt oder so und können auch ein paar Kleinigkeiten schon richten, reparieren. Zum Hafen selbst ist sehr schnucklig. Es sind 120 Plätze. Im Prinzip, wenn man sich da auf diesen Halbkreis draufstellt, sieht man alle Schiffe direkt mit einem, kann man überblicken. Ja, ist zwar schön hier, aber wir wollen nicht länger da sein als nötig. So, der gute Clemi hat gestern Schnapper gemacht und endlich das Produkt erlangt, was wir schon seit Tagen suchen und beziehungsweise vergessen haben. Na Clemi, was hast du uns besorgt? Ich habe unsere Courtesy Flag, unsere Gastlandflagge geschossen für 1 Euro. Endlich. Da habe ich sie schon mal dran gehängt. Jetzt wird sie gehisst. So, heute haben wir den stärksten Wellengang bisher. Es hat uns ordentlich durchgeschüttelt. Ab und zu ist ein bisschen ruhiger und dann geht es wieder voll ab. Mal schauen, ob ich es schaffe aufzunehmen. Fünf Knoten machen wir. Das ist zwar nicht das schnellste Boot, aber auch jetzt nicht langsam. Und Wellengang hat sich nicht beruhigt. Wind ist aber immerhin da. So, wir sind in Kolberg gelandet. Ist tatsächlich ein kleinerer Hafen, als ich gedacht habe. Ganz nett, süß. Ja, die Fahrt war recht angenehm, zumindest vom Wind. Vom Wellengang war heute auf jeden Fall brutal. Doro hat Muskelkater vom Lenkrad halten, vom Steuerrad halten. Und ja, wie ihr seht, wir sind mal wieder, oder ich zumindest, richtig fertig. Mir natürlich aber auch einen richtig sexy Spot ausgesucht zum
Videotagebuch aufnehmen. Jetzt sind wir noch ein bisschen in der Stadt gewesen, haben ein bisschen gegessen. Morgen sieht das Wetter jetzt nicht so prickelnd aus. Wir überlegen, ob wir das aussitzen. Einen Tag oder sogar 2. Next day. Wir haben uns entschieden, da zu bleiben in Kolberg, weil das Wetter, wie man sieht, nicht so prickelnd ist. Dadurch, dass anscheinend so ein Riesentief, ich glaube aus England, gegen ein anderes Tief kämpfen, sind wir die Verlierer. Und da nutzen wir die Zeit jetzt, um ein paar Reparaturen am Schiff zu tätigen, ein bisschen Energie zu tanken, vielleicht ein bisschen entspannen. Jo, und gucken wir mal, was wir noch so hinkriegen heute. Hey! Yay! Ich glaube, das ist gut für uns. Wir sind schließlich im Baumarkt fündig geworden. Dort haben wir einen Gewindebohrer gekauft, um die Platte, die die Mastrutscher hält, erneut zu befestigen. Unser Provisorium hat zum Glück bis Polen gehalten, doch sind immer wieder Mastrutscher rausgeflogen. Und zur Belohnung gibt's jetzt richtig leckeren Kumpir. So, wir sind heute Morgen gestartet von Kolberg. Das Wetter ist natürlich ganz anders wieder geworden, als wir gestern geschaut haben. Wir haben jetzt heute Morgen ziemlich viel Regen gehabt, deswegen bin ich auch schon in Ölzeug geschlüpft. Ich hatte die erste Schicht übernommen. Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Dafür haben wir aber super krassen Wellengang. Gerechnet haben wir mit 5 Stunden. Aktuell sind wir, glaube ich, müssten wir 6 Stunden unterwegs sein. Knapp 3 haben wir, glaube ich, schon rum. Also Halbzeit. Mal gucken. Schlecht ist mir auch ein bisschen, seitdem ich kurz mal unten war. Schichtwechsel. Ich bin jetzt mal ins Bett gekrochen, weil mir dann doch untenrum zumindest kalt wurde. Als wir rausgefahren sind, bin ich noch in Jeans gewesen. Die waren halt nass und habe mir dann drüber das Ölzeug angezogen. Das hat zwar gegen den Regen geholfen, aber die Jeans sind natürlich kalt geblieben. Das heißt, meine Beine waren halt knapp 3 Stunden durchnässt und dann zieht es halt einem die Körperwärme. Selbe Spiel mit Schuhen und Socken. Da ist das Problem, dass ich gar keine Stiefel habe. Ja, das heißt halt 3 Stunden in so Pfützen stehen und sich dann die Wärme entziehen lassen. Ich habe es jetzt mal zum Trocknen aufgehängt. Da sind die Socken. Und da ist die Hose, die schön unter Deck baumelt. Nach einem gediegenen Mittagsschlaf bin ich mal hochgekommen, um zu gucken. Klemi voll on Tour, richtig am Abgehen. Ja, wir haben jetzt noch eine neue kleine Challenge. Wir haben jetzt kurz vor 2. Und zwar ist direkt vom Hafen eine Brücke, die nur stündlich aufmacht, zur vollen Stunde. Wir haben jetzt noch etwa 1 Stunde bis zum Hafen. Und ja, wenn wir es nicht pünktlich schaffen, müssen wir eine Stunde rumgurken vor der Brücke und ja, wäre richtig doof. Deswegen versuchen wir jetzt gerade richtig Vollgas zu geben und irgendwie da reinzukommen. Mal schauen, ob es gelingt. Vollgas! Vollgas! Oh. Vollgas schlafen. Wir haben die leichte Befürchtung, dass wir es nicht mehr pünktlich schaffen. Deswegen haben wir jetzt mal den Motor angemacht. Und das, was absolut wahrscheinlich bei den Seglern als No-Go betrachtet wird, ist das Motorsegeln.
Und sieht man die Brücke schon? Ich glaube, das Gelbe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der Bagger. Wie lange machen die auch? Wissen wir nicht. Dreieck, 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 Dreieck. Bis rechts vorbei bei den 2 Runden. Zwei Bälle-Seite ist die Nicht-Passierseite, 2 Runden ist die Pass. Leck mich am Arsch, dass das mal relevant wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, vor uns war das Piratenschiff tatsächlich. Tick. Das heißt, Vielleicht ist die Brücke drauf. vielleicht ist die Brücke auf, vielleicht parken wir aber auch davor. Und wenn dann aber Steuerbord, oder? Soll ich da schon mal die Fender raus? Das weiß ich nicht. Aber ja, Fender kannst du rausmachen. Das Steuerbordseite, am besten 3 Stück. We made it. With a grain of salt and we made it. Ja, guck mal, hier steht. Oh, wir haben die Brücke passiert. Oh, Ja, we made it. oh, gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, die Brücke kommt erst. Oh, Brücke geschafft. Und ist es hinter dem Piratenschiff? Doch davor. Ah ja, jetzt sehe ich's. Kommt. Ja. Es ist, glaube ich, alles eigentlich tief genug für uns. Okay. Er hat auch gesagt, wir können parken, wo wir wollen. So leer. Und bezahlen nicht vergessen. Hat er gesagt. Klar.
Lenkrad im Arsch. Wir sind erstmal safe jetzt. Es ist das passiert, was natürlich passieren musste. Kurz vor der Einfahrt ist uns der Motor abgekackt und wir haben ihn nicht mehr angekriegt. Nachdem wir etwa 5 verschiedene Sachen probiert und versucht haben, hat sich dann Meister Clemi mal runtergesetzt, 3 Anleitungen durchgelesen, ein YouTube-Studium abgeschlossen und tatsächlich den Fehler gefunden. Der Wasserabscheider war voll. Den haben wir mal geleert, ein paar Mal noch ein bisschen rumprobiert, noch drumherum geschwommen vor dem Hafen und dann ging er an. Dann sind wir noch Hals über Kopf reingedüst und haben es tatsächlich geschafft. Scheiße. Sind wir aber alle durch. Wir sind einfach so durch. Mal gucken, wie die nächste Fahrt sein werden soll. Keine Ahnung. Wir machen eine weitere Tour am gleichen Tag.